Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update. Update 130 steht an, also mal wieder so eine kleine 10er Jubiläumszahl. Und zwar, wie ihr sehen könnt, hier steht der Tripod, das heißt auch dieses Update wird teilweise in einem Livestream stattfinden. Und zwar möchte ich heute hinten an dieser Lücke arbeiten. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gerne machen würde, bevor die Stadt umzieht. Wie gesagt, der Umzug steht hier an. Ich hoffe immer noch, dass es vielleicht diesen Monat noch klappen wird. Und dahin möchte ich noch ein paar Sachen erledigt haben vorher. Wie gesagt, die Lücke da hinten schließen. Mal schauen, wie weit ich in diesem Livestream, in diesem Update komme. Ansonsten, ich habe es schon auf Instagram gepostet. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Falls ihr noch nicht dort seid, könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung klicken. Dort ist der Link. Habe ich 2 neue Sets bekommen. Meine Frau hat sie mir mitgebracht. Und zwar beides aus Spider-Man-Sets, aus der neuen Welle sozusagen. Einmal das hier mit, hauptsächlich geht es mir hier um Vulture, damit habe ich eine Idee, aber erst in der neuen Stadt, also in der Erweiterung drüben. Und hier geht es mir vor allem grundsätzlich um die ganzen Figuren, auch ein bisschen das andere außenrum. Mein Plan ist ja noch ein Sanctum Sanctorum in einer der Erweiterungen zu bauen. Und zwar so, dass es am Rand steht, dass wir auch den Untergrund sehen können. Und da fand ich das hier ganz praktisch, auch um so ein bisschen Story zu bauen. Finde ich ganz nett. Ich finde auch den neuen Doctor Strange mit diesem neuen Umhang, der jetzt nicht mehr aus Stoff besteht, super cool. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir fangen jetzt hier gleich an. Das einfach nur mal so als Blick in die mittelferne Zukunft. Und dann geht es jetzt hier gleich am Strand in der Lücke da hinten weiter, die ich auf jeden Fall eigentlich gerne mal schließen möchte. Und so sieht das Ergebnis des Streams aus. Ich habe jetzt heute mal keinen kommentierten Speedbild daraus gemacht, weil es gar nicht so spannend aussieht, muss ich sagen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, zumindest hier unten schon mal die Lücke zu schließen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Verbindung zwischen den beiden Teilen geschaffen. Wir haben hier einen kleinen Höhleneingang. Ich versuche mal hier ein bisschen reinzuschauen mit euch. Da drin ist noch eine Laterne eingebaut. Die werde ich aber wahrscheinlich noch dimmen, weil ich es doch ein bisschen zu hell finde, glaube ich. Grundsätzlich ist die Idee, dass das so ein bisschen der Höhleneingang ist, mit dem man auch in die Tropfsteinhöhle kommt, die dann sich hier oben befinden wird. Wir werden hier oben nochmal die Höhle haben. Die wird offen sein, man wird reinschauen können. Und das ist das nächste, was ich vielleicht heute noch schaffen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit ich komme, weil wie gesagt, Bergbau ist ja immer so eine aufwendige Sache. Aber ich bin schon mal sehr zufrieden, dass wir hier diesen Übergang ganz gut geschafft haben. Und eben auch hier den Eingang, das gefällt mir ganz gut. Von oben sieht das Ganze so aus. Es ist eine kleine Wendung in die Richtung. Und hier drüben ist dann einfach mit Schwarz zugebaut, um zu verhindern, dass irgendwie Licht eindringen kann. Und diesen Effekt von Dunkelheit, beziehungsweise jetzt haben wir ein bisschen Licht drin, aber Dunkelheit in der Höhle zu zerstören. Mir gefällt's, ich finde es ganz nett. Im Stream gab es noch die Idee, dass vielleicht jemand mit einer Taschenlampe in der Höhle sein könnte. Da habe ich mir gedacht, das könnten wir vielleicht irgendwann da oben in die Tropfsteinhöhle bauen. Ja, das würde ich soweit sagen dazu. Da wird es weitergehen. Ansonsten habe ich noch ein Fanpaket bekommen vom lieben Patrick. Ich lege das jetzt gleich mal hier rüber. Ich muss nur schauen, dass ich seine Adresse nicht öffentlich zeige. Und er hat auch einen Brief geschrieben, auf dem steht auch, dass ich ihn gerne vorlesen darf. Das halte ich auch mal in die Kamera. Sagt: Moin, ich bin per Zufall über deinen YouTube-Kanal gestolpert und finde deine Videos großartig. Ich bin fasziniert davon, wie realistisch und detailverliebt du baust. Um dich ein wenig zu supporten, schicke ich dir ein kleines Fanpaket für noch mehr Details in der Brickworld. Erstmal vielen Dank für das Lob, aber auch vielen Dank für das Paket. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und er schreibt dann noch: Ich hoffe, du kannst das ein oder andere Detail einbauen. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich zeige auch gleich, was alles dabei ist. Da ich keine eigene Sigfic besitze, aber großer Fan der 3 Fragezeichen bin, diese Jugendhörspielserie um die 3 Detektive, kennst du die? Kenne ich tatsächlich, habe aber tatsächlich noch nie wirklich viel davon gehört, aber ich kenne die Figuren. Würde ich mich sehr freuen, wenn die 3 einen gemeinsamen Platz in Brickgate finden würden. Vielen Grüße und weiter so, Patrick. So viel zum Brief. Hier ist sein Paket. Ich muss mal schauen, wir legen es jetzt einfach mal hier auf die Brücke. Dann können wir hier nämlich mal ganz gut reinschauen. Das sind die 3 Fragezeichen. Finde ich wirklich cool gemacht. Die werden sicherlich einen guten Platz in der Stadt finden. Ich weiß nicht, ob wir noch einen guten Platz in der aktuellen Stadt finden oder ob wir denen eine kleine Story bauen in der Erweiterung, wenn wir dann umgezogen sind. Aber die werden auf jeden Fall einen schönen Platz finden. Vielen Dank dafür. Und dann schauen wir noch kurz ins Paket. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viele Blätter, Äpfel, die sind sehr cool, weil ich hatte auch vor, einen Apfelbaum demnächst mal zu bauen. Dann haben wir hier noch Kirschen. Kirschbaum hatte ich auch grundsätzlich mal vor. Dann nochmal hier so Büsche in der Farbe, die ich noch gar nicht in der Stadt habe. Auch dafür vielen Dank. Dann nochmal einen von diesen Adlern, die gar keine Adler sind, habe ich ja erfahren.
Vögel sehr, sehr gut. Noch mehr Blätter. Ein kleiner Hund. Eine Eule. Eule haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Eine schwarze Katze. Ich glaube, schwarze Katzen haben wir auch noch nicht. Dann haben wir hier noch einen Laptop, einen Stift und ein Handy. Noch so ein paar andere Teilchen. Ein Hasen. Sehr cool. Dann noch ein paar von diesen netten Figuren in verschiedenen Farben und Formen. Hier noch Hühner in dunkel. Sehr cool, weil ich habe bisher nur die weißen. Ein Huhn. Und hier auch noch Figuren. Vielen Dank auch dafür. Die finden auch wieder auch einen guten Platz in der Stadt. Und da sind, glaube ich, noch ein paar Karotten dabei. Wahrscheinlich für den Hasen. Und noch ein paar andersfarbige Teile. Vielen, vielen Dank dafür. Und noch ein paar weiße Becher. Vielen Dank dafür. Das sind viele, viele kleine Sachen, die immer sehr viele Details in die Stadt bringen. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank natürlich auch für die 3 Fragezeichenfiguren. Das freut mich wirklich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen besser aus damit. Weil wie gesagt, ich kenne die Figuren und ich habe kaum Erfahrung mit den Geschichten. Was man damit irgendwo bauen könnte, das schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen, vielen Dank an dich, Patrick. Und ich sage, wir machen jetzt mal einen Cut und dann bauen wir hier drüben an der Felswand bis in der Höhle weiter. Und meine Idee entwickelt sich weiter, wie ihr sehen könnt. Grundsätzlich habe ich jetzt hier so ein bisschen Plattform nach innen gebaut, auch ein bisschen das Ganze hochgezogen, ein bisschen miteinander verbunden. Aber die Idee ist, dass man jetzt hier langsam so ein bisschen nach innen geht. Hier wird eine Öffnung entstehen, wo man dann eben in die Höhle reinschauen kann. Vielleicht kommt da oben dann noch ein bisschen was Geschlossenes, dass dann so ein paar mehrere Öffnungen sind. Einfach, ja, ich glaube, es könnte ganz gut aussehen. Und dann wird hier innen drin die eigentliche Tropfsteinhöhle entstehen. Ihr seht, dass es hier schon so ein bisschen nach oben geht, einfach um diese Öffnung zu machen. Hier geht es dann jetzt auch gleich hoch. Das heißt, wir haben hier so eine kleine Einkerbung sozusagen. Und ich glaube, dass der Platz hier noch ganz gut passt. Für die Tropfsteinhöhle, vielleicht lassen wir es auch hinten noch ein bisschen offen, weil es gibt hier noch eine Erweiterung in die Richtung, dass wir da noch ein bisschen weiterbauen. Das entscheide ich dann noch ganz spontan, aber ich bin noch ganz zufrieden, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Auch der Gesamtblick hier sieht doch wirklich sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Und ja, ich baue jetzt hier weiter, werde mal schauen, wie ich das mit der Öffnung genau mache. Und dann muss ich gleich mal Referenzbilder zum Thema Tropfsteinhöhle anschauen. Und wie man das am besten in Lego umbauen kann, also mit diesen ganzen Stalagniten und Stalaktiten. Ja, warum muss das heißen? Ich kann mir nicht merken, welche oben, welche unten sind, aber ich glaube, das wird eine ganz schöne Geschichte hier werden. Und so steht der eigentliche Eingang, es ist ja kein richtiger Eingang, es ist eigentlich der Einblick in die Höhle. Und ich bin ganz zufrieden damit. Es ist eine relativ große Öffnung, könnt ihr ja sehen. Ich habe schon mal ein paar von diesen Pflanzen da reingehängt, aber ich glaube, damit wird man dann sehr schön hier reinschauen können. Und auch im Gesamtblick, glaube ich, macht es eine Menge aus, wenn man dann da drin jetzt dann die Tropfsteinhöhle hat, noch ein bisschen Beleuchtung da drin und dann kommt hier der restliche Felsen oben drüber und dann sind wir ja schon relativ auf der Höhe, auf der dann die Stadtmauer sein wird. Ich überlege noch, ob ich die jetzt gerade wirklich rüberziehe oder doch noch so einen kleinen Bogen reinmache. Da muss ich mir noch was überlegen, aber das ist eine Sache, die steht erst noch an. Erstmal steht hier der weitere Felsenbau, der Höhlenbau an und ja, da ist noch einiges zu tun auf jeden Fall. Aber hier mit den ganzen Slopes ist, glaube ich, der Eingang wirklich ganz hübsch geworden. Ich bin hier oben jetzt zusammengestoßen, damit auch auf einer passenden Höhe, glücklicherweise. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Auch hier mit dem Eingang, hier, wo es wieder so ein bisschen runter geht. Das ist, glaube ich, auch ganz gut geworden. Und auch aus der Entfernung gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Ich baue weiter und wir schauen gleich nochmal, wie es aussieht. Und ich habe mich jetzt doch noch dazu entschieden, dass so eine zweite kleine Öffnung in den Höhlenbereich ganz cool aussehen würde. Ist jetzt hier an der Stelle entstanden. Und ich glaube, das sieht doch dann ganz cool aus, wenn man hier reinschauen kann. Von innen sieht es momentan, wir gehen mal ein bisschen rein, so aus. Also wird auch von innen ausgeschmückt, soweit wie es ausgeht und aussieht. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Mal schauen, wie weit ich jetzt hier heute noch weiter baue. Also das Innere der Höhle werde ich ganz sicher heute nicht groß ausbauen. Es dauert wie immer beim Felsenbau abartig lange. Es kostet sehr viele Steine. Vor allem, wenn man jetzt noch die ganzen kleinen Bereiche mit den Slopes macht, mit diesen Cheese Slopes da. Damit es einfach so ein bisschen noch kantiger aussieht. Ja, es dauert einfach. Vor allem jetzt auch die Überhänge da, der Höhleneingang. Es dauert und dauert, muss man sagen. Aber der Bereich hier macht sich auf jeden Fall. Wenn man dann beschränkt, dass hier später noch irgendwann die Hütte hier stehen wird und der Turm noch weiter nach oben wächst, da kommt ja mindestens noch so ein Stück drauf, denke ich. Hinten die Stadtmauer und irgendwann dann, wenn wir umgezogen sind, hier drin hinten noch alles weitergehen wird. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, zuversichtlich und ich baue noch ein bisschen weiter auf jeden Fall in diesem Update. Und das ist dann vermutlich der Endstand für das heutige Update. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Felsen noch ein bisschen hochgezogen. Ich habe hier oben
auch noch ein bisschen an dem Dach sozusagen gearbeitet. Dann sind wir relativ auf der Höhe, auf der die Stadtmauer dann später sein wird. Und ich habe auch hier an dem Eingang noch ein bisschen weiter gearbeitet. Man kann jetzt auch hier sehr schön reinschauen. Ein bisschen Plattform wurde hier drin auch noch reingezogen. Da kommt beim nächsten Mal, wenn es hier rum weitergeht, noch ein bisschen mehr. Und ich habe auch ein bisschen so mit den Tropfsteinen angefangen. Ich finde, so für den ersten Entwurf sieht es gar nicht so schlecht aus. Auch in der Entfernung sieht es wirklich gar nicht schlecht aus. Boden habe ich auch noch ein bisschen mit grünen Tönen bearbeitet. Und an sich finde ich es eigentlich ganz hübsch. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das Ganze jetzt hier noch ein ganzes Stück weiter nach hinten gehen wird. Wir sehen ja, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Vielleicht auch in dem Erweiterungsmodul oder im neuen Räumlichkeiten. Glaube ich, könnte das ganz gut aussehen. Also mir gefällt es. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung rein in Form von, ich nehme an, jemand mit einer Taschenlampe, die Idee gab es ja im Stream, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, um da ein bisschen Licht reinzubringen. Aber ich bin doch ganz zufrieden, auch mit dem bisschen Grün da oben drauf, mit dem Busch dann jetzt noch. Und mir gefällt es. Ihr müsst euch vorstellen, das hier wird jetzt alles noch geschlossen. Dann geht hier der Fels sozusagen hier oben zu. Hier oben kommt die Stadtmauer drauf. Und das könnte auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen. Es hat einige Stunden gedauert, viel Bastelei. Mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Ansonsten schreibt mir einfach so oder so gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr denkt und wie es hier weitergehen kann. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen für den Bereich hier. Und ja, nicht wundern, da unten ist jetzt gerade dunkel in der Höhle, weil ich das Licht in der Stadt nicht anhabe. Und ansonsten würde ich sagen, das nächste Update-Video könnte wahrscheinlich hier weitergehen. Ansonsten bauen wir vielleicht am Bahnhof noch mal ein bisschen weiter oder sonst irgendwo. Aber auf jeden Fall hier in dem Bereich bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Und ihr seht, es macht jetzt einen riesen Unterschied in dem Bereich. Und ich glaube, das wird ein ganz netter Bereich werden. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure vielen Abos, für eure vielen Kommentare. Wer noch kein Abo hinterlassen hat, kann das gerne lassen. Gerne auch Daumen nach oben. Mit dem Abo verpasst ihr dann keine Videos mehr. Und ich wäre einfach froh für jeden, der hier zuschaut. Vielen Dank. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss.